Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir vorbereitet haben. Die Lufthansa ist happy, denn US-Kerosin stabilisiert den Flugplan. Dann haben wir Neuigkeiten von der Lufthansa Miles & More Kreditkarte. Da gibt es wohl auf Guthaben Zinsen. Es gibt zumindest eine Aktion. Dann Riyadh Air startet kommerzielle Flüge. Die Tickets können gekauft werden. Und Lufthansa und der Flughafen München bauen das Terminal 2, also den T-Stil, massiv aus. Da gibt es auch Neuigkeiten. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch am Ende des Tages aufs Cool zu kommen und dort zu diskutieren. Das erste Thema ist Lufthansa und der Flughafen München. Da ist das Rennen für Frankfurt anscheinend gelaufen. Man baut den T-Stil aus, heißt also Terminal 2. Mit dem sogenannten T-Stil sollen neue Kapazitäten geschaffen werden, ein Milliardenprojekt mit strategischer Bedeutung. Ja, also Ausbau Terminal 2 durch den T-Stil, was 10 zusätzliche Langstreckenpositionen bedeutet. 10 Millionen Passagiere pro Jahr kann man mehr damit abfertigen, geplante Inbetriebnahme 2035. Das Joint Venture zwischen der Lufthansa und der FMG, also der Flughafen München, was ist das? Gesellschaft, schätze ich mal, ist verlängert worden bis 2056. Die Projektkosten sind in einem niedrigen Milliardenbereich und damit wird München zweitwichtigstes Lufthansa-Drehkreuz. Also da hat man das Ganze besiegelt. Und die Stärkung des Münchner Langstreckenhubs ist damit eigentlich gar nicht so schlecht, weil München natürlich am Ende des Tages der bessere Flughafen ist als Frankfurt, zumindest was die Masse dort angeht. Man hat auch klar damit Kapazitäten, die man möglicherweise von Frankfurt wegschiebt. Für uns sind das bessere Umsteigezeiten und Kapazitäten, modernere Infrastruktur. Und wenn die Langstrecken ab München starten und landen, ist das sicherlich auch nicht schlecht für die Region. Und man setzt trotzdem auf ein Dual-Hub-System, denn die Kontrolle am Terminal, 40% hat man da, Beteiligung, hat man einen Wettbewerbsvorteil. Die Frage ist natürlich, ob irgendwann München wichtiger wird als Frankfurt dadurch und sich vorbeischiebt. Und ich denke mal, dass die Leute sich da viele Gedanken gemacht haben, ob so ein Milliardenprojekt jetzt gerade Sinn macht. Ob Lufthansa nämlich den ganzen Kladderadatsch auch füllen kann und genug wächst, um das zu tun. Es ist ein klarer strategischer Ausbau und München wird damit halt massiv gestärkt. Und ich denke mal, dass das ein gutes Zeichen ist für den Lufthansa, aber auch für den Flugmarkt in Deutschland. Ihr könnt ja die Frage beantworten, ob Frankfurt abkackt oder ob wir es anders formulieren, ob München langfristig wichtiger wird als Frankfurt für Lufthansa. Für Lufthansa ist auch das Thema Kerosin ein Riesenthema dieses Jahr, denn die Lufthansa kann durch neue EU-Regeln erstmals US-Kerosin, also Jet A1 in Europa nutzen, genau, sprechen wir Dinglish. Dadurch entspannt sich die Versorgungslage für den Sommer 2026 absolut deutlich, denn Jet A1 ist in Europa zugelassen. Lufthansa erwartet damit stabile Versorgung im Sommer. EASA bestätigt keine Sicherheitsbedenken. Man fordert auch weitere Maßnahmen, Freigabe strategischer Reserven, Aussetzung von Anti-Tankering. Also das heißt, dass man Sprit woanders mitnimmt und dann nach Deutschland zurückbringt. Das ist eine Sache. Und dann die nächste Sache ist natürlich die Slot-Waiver. Das heißt also, wenn man gewisse Slots nicht benutzt, dass die nicht verfallen, sondern dass man da ein bisschen mehr Leniency bekommt. Ja, die Flexibilität in der Treibstoffbeschaffung ist ganz ehrlich ganz wichtig, ist für uns natürlich auch geil, weil es von der Operations her weniger Störungen gibt. Aber als Fazit kann man natürlich sagen, dass es eine kurzfristige positive Entspannung ist, aber das strukturelle Problem bleibt bestehen. Und es zeigt halt, wie verwundbar die Branche am Ende ist. Ja, sollten aus eurer Sicht Anti-Tankering-Regeln gelockert werden. Riyadh Air, Fluggesellschaft, die man ja nur virtuell kennt. Man hat ja, glaube ich, in Paris haben wir die 787 haben wir gesehen, in den Farben. Ist so, dass man ja am 1. Juli offiziellen kommerziellen Flugbetrieb mit der 787-9er starten möchte auf der Strecke Riyadh-London
und es wird auch gleichzeitig ein neues Loyalty-Programm eingeführt. Der Erstflug ist am 1.7., wie gesagt, und es gibt 4 Klassen, Business Elite, Business und Business Eco, also Premium Eco und Economy, die Klassiker. Und das neue Loyalty-Programm heißt S-Fair, also S-F-E-E-R. Es gibt keinen Punkteverfall, kostenloses Wi-Fi, aber es ist dort auch eine Gamification für das Programm. Das heißt, also da wird es wahrscheinlich dann wieder irgendwas geben, wer dreimal das macht, dies, das, Ananas, Handstand und so weiter, bekommt da auch nochmal extra Punkte. Und es ist eine neue Konkurrenz aus Saudi-Arabien und ist Teil auch von der Vision 2030 Strategie. Für uns gibt es mehr Premium-Angebote und ihr merkt halt auch, die Lage von Riyadh Air ist natürlich genauso gut, wie sie von Dubai oder von Katar ist. Also das heißt, man hat da durchaus damit Konkurrenz zu rechnen. Und Sphere könnte disruptiv sein, weil kein Punkteverfall da ist. Das ist schon mal gut. Und ist damit vielleicht eine Konkurrenz für Lufthansa? Nein, glaube ich eher nicht, weil die Verbindungen da im Moment ja noch sehr überschaubar sind. Aber Saudi-Arabien baut halt einen globalen Aviation Hub aus und ist damit eine ganz klare Konkurrenz zu den Gulf Airlines, aber auch zu Turkish und zu allen anderen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das auf die Preise niederwirft. Und Tony Douglas, das ist der CEO der Veranstaltung, sagt World-Class Travel Experience. Bin ich mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt auch, ob sie überhaupt gegen Katar und gegen Emirates bestehen können, weil ja Etihad ja auch da jetzt nicht wirklich so anstinken konnte. Und die Frage ist natürlich, ob es geopolitisch gerade Sinn macht, aber manchmal muss man halt Augen zu und durch. Und ja, die Relevanz des Loyalty-Programms im Moment noch neu, also nicht wirklich. Aber es ist ein ambitionierter Start, das kann man als Fazit sagen, starke Produktpositionierung. Aber die geopolitische Stabilität ist halt das A und O, inwieweit man da produktiv ist und vor allem erfolgreich ist am Ende. Ja, hat Riyadh Air Potenzial, eine Top-Airline zu werden. Ein Programm, was in Deutschland ja lange etabliert ist Miles & More. Die Kreditkarten sind ja gerade gewandert zur Deutschen Bank und es gibt jetzt auf die Kreditkarten Guthabenzinsen. Ja. Miles & More plant erstmals Guthabenzinsen auf Kreditkartenkonten. Ab dem Juni 2026 soll es 2,1% per annum geben. Details sind aber noch nicht wirklich bekannt. Heißt also, der Zeitraum vom 1.6. bis 30.11. Beispiel, wer also 10.000 gibt, das wären 105 € Ertrag. Aktuell sind es 0% laut Preisverzeichnis. Ob es da Bedingungen gibt wie einen maximalen Betrag, einen Mindestbetrag, ob eine Aktivierung nötig ist, ob das für alle Karten gibt, ob es nur für die Goldkarten gibt oder für die Karten gilt, das ist halt interessant. Und die Frage ist das wirklich ein Mehrwert oder ist das nur Marketing? Und ist das halt so auch wieder so eine Gamification oder dass meist immer so eine Finanzplattform wird? Und ich finde es einen interessanten Ansatz, wenn man da ehrlich sich das anguckt. Aber es ist eher ein kleiner Vorteil als Gamechanger. Aber ihr könnt das ja für euch beobachten. Ich persönlich gebe ja nie Anlagehinweise oder Empfehlungen. Ja, würdet ihr Geld auf eine Airline-Karte legen wegen der Zinsen? Da bin ich mal auf eure Antwort gespannt. Ja, wir können halt massiv festhalten, Fluggesellschaften werden neu gegründet, wird massiv investiert, in Flughäfen wird massiv investiert, siehe Lufthansa oder aber auch Riyadh Air, wie vorher erwähnt. Dann auch die Energieversorgung, also Kerosin ist ein Riesenthema, aber wird Gott sei Dank abgefedert. Wir kriegen auch wieder Wettbewerb mit der Riyadh, das kann man auch ehrlicherweise sagen. Und die Meilen- oder die Punkteplattformen, die Statusplattformen, die entwickeln sich in alle Richtungen, aber auf jeden Fall weg vom reinen Fliegen. Und wenn man das sich anguckt, in der Hotellerie ist es ja schon so, dass man mit Kreditkarten einen Status bekommt und mehr Status bekommt, als man im Hotel selber bekommen könnte, also vom einfachen Weg her. Die Branche wird komplexer und damit kapitalintensiver. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich dann auch eure Kommentare dazulassen. Ich freue mich drauf. Und ganz, ganz wichtig, die Zuschauerfrage zu beantworten auf School. Die eine Frage ist natürlich ganz klar, würdet ihr auf Kreditkarten wie Miles & More Geld einzahlen, um sie verzinsen zu lassen? Und wird München wichtiger als Frankfurt? Also in dem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Danke euch, ciao.